Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist offiziell, die Ära José Mourinho hat ihr erstes Freundschaftsspiel. Gegen wen Real Madrid spielt, wann Real Madrid spielt etc. erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und was auch offiziell ist, gestern habe ich es noch annonciert, dass es ganz schnell gehen könnte und dann ist es im Laufe des Tages auch tatsächlich offiziell bekannt gegeben worden. Fran Garcia ist neuer Spieler von Betis Sevilla. Ja, und was auch quasi schon offiziell ist, wir haben das Here We Go von Fabrizio Romano, ist, dass Aurélien Tchouaméni seinen Vertrag verlängert bei Real Madrid. Das Ganze, bis wann er verlängert, wie viel er verdienen soll etc. Auch das erfahrt ihr, wie ihr es kennt, in diesem Video. Und natürlich tippe ich auch das Viertelfinale der WM. Also, wie ihr hört, eine Menge Ankündigungen, viel Real Madrid heute in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, bevor ich jetzt zur WM-Ecke komme, eine Information noch an euch. In Paraguay drehen die jetzt komplett durch. Inzwischen werden Figuren von Kylian Mbappé aufgehangen und verbrannt. Und die Senatorin Amarillo Behin, ihr wisst, was ich meine. Anstatt dass die merkt, oh Gott, was stelle ich an? In meinem Volk werden hier Figuren von Mbappé verbrannt. Setzt die sich noch einmal ins Parlament und nennt Kylian Mbappé einen Huso. Ja. Also die Frau, was ist in dem Land falsch? Die spinnen ja komplett. Ich meine, die Fußballmannschaft hat sich ja schon nicht sympathisch gemacht mit der Art und Weise, wie die Fußball gespielt haben. Aber das ist Next Level. Also, über eine Sache könnt ihr euch sicher sein. Mich seht ihr so schnell in diesem Land nicht. Naja, wie dem auch sei, ich bin immer noch fassungslos, was da für Bilder sind, was da passiert. Die beleidigt den als Sohn einer. Tatsächlich, das war ihre Wortwahl. Was ist da los? Ja, wie gesagt, keinerlei Verständnis für sowas. Aber jetzt kommen wir zu Marios WM-Ecke. Ja, und jetzt kommen wir schon in die Phase, wo nur ein Spiel pro Abend stattfindet. Und eins der Spiele, auf das ich mich als neutraler Fan am meisten freue, ist heute Frankreich gegen Marokko. Zwei der besten Mannschaften dieses Turniers. Ein Marokko, das auf einem absoluten Top-Level performt gegen die Franzosen, die wahrscheinlich beste Mannschaft dieses Turniers. Wahrscheinlich in den Wetthäusern der Hauptfavorit rund um Kylian Mbappé, Michael Olise, Dembélé, Cherki, Doué, ich könnte so weitermachen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine Weltauswahl, die da haben. Ja, wie dem auch sei, das Spiel findet heute Abend statt. Ich habe darüber zu diesem Spiel schon ein Short gemacht, sowohl auf YouTube als auch auf TikTok und Insta könnt ihr es sehen. Es ist nämlich unglaublich, was die FIFA da gemacht hat. Die hat tatsächlich alle 5 Schiedsrichter aus Argentinien angesetzt für dieses Spiel. Was ist das? Das gab es in dieser WM noch kein Mal. Und das ausgerechnet, wo der Hauptkonkurrent von Argentinien um den Titel heute Abend spielt. Und dann siehst du auch noch ein Video, wie die Tochter von Infantino, den Messi, ja, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, Fanboy, wie die mit dem Marokko-Trikot aus dem Auto steigt. Ja. Und das Schlimme an allem ist, ich finde oder ich glaube ganz ehrlich, Marokko hat das noch nicht mal nötig. Die können so oder so gegen Frankreich dagegenhalten. Die spielen so ein tolles Turnier, haben so eine tolle Mannschaft. Ich will mich einfach nur auf das Spiel freuen und die FIFA macht sowas. Und selbst wenn der Schiedsrichter und die alle vorhaben, neutral zu sein, unter welchem Druck stehen die Schries heute? Jeder Pfiff für Marokko, denken die ganze Welt, ja, aber klar, die pfeifen für Argentinien gegen Frankreich. Und jeder Pfiff für Frankreich, denken die Marokkaner, aha, ihr habt euch so unter Druck setzen lassen, dass ihr jetzt extra für Frankreich pfeift. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was die FIFA sich da gedacht hat. Ja, unglaublich. Wie dem auch sei, kommen wir jetzt zu meinen Viertelfinaltipps und starte ich natürlich mit dem Spiel, was heute stattfindet, Frankreich gegen Marokko. Und so sehr ich Marokko nicht unterschätze, im Gegenteil, ich halte Marokko für eine der 3 besten Mannschaften bisher bei diesem Turnier.
Allerdings ist das Problem, dass sie gegen die beste Mannschaft dieses Turniers spielen. Meiner Meinung nach. Die Franzosen haben Charakter bewiesen gegen Paraguay und deshalb sehe ich sie heute leicht vorne gegen Marokko. Ich glaube, die Franzosen setzen sich durch. Im nächsten Spiel treffen die Spanier auf Belgien. Auf dieses Belgien, auf die keiner gesetzt hat, und die Trump-Telefonaktion von Balogun hat denen so einen Motivationsschub gegeben, dass wir das beste Belgien überhaupt gegen die USA gesehen haben. Trotz alledem, ich sag's immer wieder, ich möchte Spanien hier nicht jinxen. Ich sehe im Normalfall Spanien leicht vorne. Auf der anderen Seite trifft England auf Norwegen. Das Norwegen von Erling Haaland gegen das England von Harry Kane und Jude Bellingham. Ja, und da müssen sich die Engländer ein bisschen zurückhalten. Einige sind schon gelb vorbestraft und wenn die zweite gelbe sehen, dann fehlen die im Halbfinale dann gegen Argentinien oder die Schweiz. Ja, wie dem auch sei, ich glaube tatsächlich, die Engländer setzen sich durch. Die haben gegen Mexiko die Feuertaufe überstanden. Ich glaube, die setzen sich auch gegen Norwegen durch. Und dann im letzten Spiel Schweiz gegen Argentinien. Und entweder, das wird so eine Sache, wo Argentinien zum ersten Mal wieder groß aufspielt und zeigt, warum sie Favorit sind und diese ganzen Gerumpel lassen die hinter sich und gewinnen das Ding 3-0. Oder, ja, ich könnte mir fast schon wieder vorstellen, dass es ins Elfmeterschießen kommt. Und ja, warum nicht? Schweiz gewinnt im Elfmeterschießen. Ich muss ja eine Überraschung drin haben. Ja, wie dem auch sei, das war's mit Marios WM-Ecke. Ja, und für die Erinnerung von allen, die während dieser WM ein bisschen Real Madrid aus den Augen verloren haben, dafür bin ich ja da, habe ich für euch dieses Bild vorbereitet, wo ihr die aktuelle Situation, die Informationen von Real Madrid sehen könnt. Die Vorbereitung startet jetzt am Montag. Morgen Abend soll José Mourinho übrigens in Madrid landen und dann quasi für die Vorbereitung sich selber vorbereiten. Er kommt Freitagabend in Madrid an, das ist die Information aus Spanien. Und so startet die Vorbereitung. Wie ihr seht, am 13. Juli ist der erste Tag der Vorbereitung. Jetzt am Montag, da kommen diese typischen medizinischen Tests. Da seht ihr die Spieler auf dem Laufbahn mit diesen Punkten überall. Der Klassiker. Ja, und wer ist von Anfang an bei dieser Vorbereitung dabei? Die Spieler, die ihr da sehen könnt. Lunin, Militao, Trent, Asensio, Carreras, Mondi, Hausen, Camavinga, Mastantuono, Gonzalo und Rodrigo. Wobei Rodrigo natürlich noch weit nicht fit genug ist, bei dieser Vorbereitung mitzumachen. Trotzdem tauchen die da auf und machen mit ihrer Physio weiter, mit ihrer Behandlung etc. Die anderen Spieler, die dann als erstes in die Mannschaft eintreten, sind ein Fede Valverde und ein Arda Güler. Leider in der Vorrunde der WM schon rausgeflogen. Man erwartet, dass die spätestens eine Woche später, ab dem 20. dann bei der Vorbereitung unter José Mourinho dabei sind. Eine Woche später danach Rüdiger etc. Ihr wisst, die Spieler, die rausgeflogen sind, kommen dann Stück für Stück in die Vorbereitung. Dann gibt es 2 Spiele, da seht ihr, die sind noch nicht offiziell, aber das hat sich inzwischen geändert. Ein Spiel ist offiziell. Das Spiel, was noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, ist am 1. August. Die Information kommt vom Corriere dello Sport aus Italien, dass Real Madrid ein Freundschaftsspiel gegen den Florenz haben soll. Also am 1. August könnte Real Madrid ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen Florenz haben. Ob das in Italien stattfindet, vermute ich mal. Ist aber, wie gesagt, von Madrid noch nicht offiziell bestätigt. Auch noch nicht von Florenz. Was aber heute offiziell bestätigt wurde, kurz nachdem ich dieses Bild erstellt habe, ist, Deportivo La Coruña hat es offiziell gemacht. Real Madrid spielt den Pokal Teresa Herrera. Das ist so ein Pokal, der hat Kult in Spanien, der ist bekannt. Deportivo La Coruña lädt immer einen Gegner ein. Der Gegner dieses Jahr ist Real Madrid. Das Ganze am 12. August um 21 Uhr. Nehmt euch also nichts vor. Spätestens dann seht ihr das erste Spiel unter José Mourinho von Real Madrid. Ja, das sind die Daten, die könnt ihr euch gerne screenshotten, was auch immer. Dann habt ihr das immer in der Hand, wie es jetzt mit Real Madrid weitergeht. Ja, und wer bei diesen ganzen Sachen nicht mehr dabei ist, ist Fran Garcia. Es ist offiziell, Real Madrid hat es gestern offiziell bestätigt. Lesen wir uns das zusammen einmal durch.
Offizielle Stellungnahme Fran Garcia. Real Madrid und Real Betis Balompié haben eine Einigung über den Transfer unseres Spielers Fran Garcia erzielt. Real Madrid möchte einem Spieler, der unser Trikot stets mit Hingabe und vorbildlichem Verhalten verteidigt hat, seinen Dank und seine Zuneigung aussprechen. Fran Garcia kam 2013 mit nur 14 Jahren zu unserem Verein und spielte zunächst für die zweite Jugendmannschaft. 2023 schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft von Real Madrid, wo er in 3 Spielzeiten 110 Spiele absolvierte. 1-1-0, ja, die rufe ich auch immer an, wenn Fran Garcia spielt. In dieser Zeit gewann er 5 Titel, die Champions League, die Clubweltmeisterschaft, den UEFA Supercup, die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup. Real Madrid, das für ihn immer seine Heimat bleiben wird, wünscht Fran Garcia und seiner Familie alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt. Ja, ein Fran Garcia hat sich dann hingestellt und selber einen sehr emotionalen Brief geschrieben an Real Madrid oder an die Fans von Real Madrid, wo er auch klar macht, Real Madrid ist seine Heimat. Er wird immer Madridista sein, ein neues Kapitel startet, aber der wird Madrid immer im Herzen haben. Sehr schöne Worte und ich sage immer, vom Charakter, vom Profi her etc. ist der Junge eine 10 von 10. Ich drücke ihm meinen Real Betis wirklich die Daumen, dass der explodieren sollte. Allein, weil das ein geiler Typ ist und zweitens, weil es auch finanziell gut ist für Real Madrid. Uns gehören weiterhin 50% an Weiterverkaufsrechten von dem Fran Garcia. Ja, vielleicht kauft ihn ja in ein paar Jahren eine Premier League Mannschaft. Ich bin immer noch der Meinung, die Premier League wäre, glaube ich, die beste Liga für Fran Garcia, wo er sein ganzes Potenzial zeigen kann. Aber viel mehr als was ich über den Fran Garcia sagen kann. Oder er selber zeigt, glaube ich, was ein Kollege über ihn sagt. In diesem Fall Jude Bellingham. Er schreibt, "Good luck in your new chapter", also viel Glück in deinem neuen Kapitel, mein Bruder. Einer der größten Profis, die ich je gesehen habe, also einer der am professionellsten war von denen, die Jude Bellingham jemals gesehen hat. Es war eine Ehre und es war eine Ehre, mit dir zu spielen und ich wünsche dir nichts als das Beste. Schöne Worte von einem Bellingham, schöne Worte an Fran Garcia und das ja, untermauert das, was ich euch auch gesagt habe, auf dem Platz, in der Kabine, eine 10 von 10 und ja, Real Betis hat sich da einen tollen Jungen geangelt. Man sieht das auch schon, die Videos von Real Betis sind schon unterwegs, wie er die neue Mannschaft begrüßt. Und man darf nicht vergessen, der spielt dieses Jahr Champions League. Also, das wird spannend, das Projekt Betis Sevilla. Die sind an sich immer sympathisch, außer dass die bei Madrid nie Geld zahlen wollen. Siehe Dani Ceballos, siehe Fran Garcia. Und ob ich jetzt mit diesen 4 Millionen zufrieden bin, naja, ganz ehrlich, Real Madrid brauchte Plätze im Kader. Wir hatten alle Plätze belegt. Ein Fran Garcia ist nicht in den Plänen von José Mourinho. Es gibt Gerüchte, dass im Sommer 20 Millionen angeboten wurden, aber davon habe ich nie was gelesen. Im Gegenteil, Bournemouth wollte ihn umsonst im Winter haben. Naja, kriegst du 4 Millionen, wenn er bei Betis Sevilla explodiert und dann irgendwann für 30, 40 Millionen wechselt, kriegst du halt nochmal 15 oder 20 Millionen. Ja, und ich finde diesen Transfer prinzipiell gut. Ihr kennt meine Meinung, fußballerisch hat es für den Fran Garcia bei Real Madrid nicht gereicht. So, viel Glück, Fran Garcia, immer dann, wenn du nicht gegen Real Madrid spielst. Ja, und noch viel mehr Glück in den nächsten Jahren wünsche ich einem Aurélien Tchouaméni. Manchester United wollte ihn. Manchester United war bereit, tief in die Tasche zu greifen. Doch Real Madrid hat zu jedem Zeitpunkt gesagt, keine Lust. Und ich glaube, ganz ehrlich, das war ein Manöver der Berater von dem Tchouaméni. Und was der auch immer hat, auf dem Platz ist der super, aber man muss auch sagen, seine Berater haben auch einen klasse Job gemacht. Die haben ganz genau gesehen, Tchouaméni war ein absoluter Leistungsträger bei Real Madrid in dieser Saison. Letztes Jahr auch schon unter Carlo Ancelotti, unter Xabi Alonso, Arbeloa etc. Alle Trainer haben ihn als gesetzten Mittelfeldspieler gesehen und das ist bei Real Madrid nicht einfach. Und die Berater haben erkannt, jetzt ist die Gunst der Stunde da, um einen guten Vertrag für den Tchouaméni rauszuhauen. Ja, und dazu hat auch ein Fabrizio Romano was gesagt. Hören wir uns das zusammen einmal an. Und lasst mich anfangen, Leute, indem ich ankündige, was ich euch schon die ganze Zeit sage. Also, Aurélien Tchouaméni und Manchester United, viele Geschichten, viele Neuigkeiten, viele Breaking News, viele geheime Stories. Aber ich habe euch immer gesagt, es gibt 2 Probleme. Das erste, Real Madrid macht die Tür nicht auf. Das zweite, und das ist kein Detail, das Gehalt des Spielers.
Diese beiden Punkte haben Manchester United ernsthafte Probleme bereitet, den Traum zu verwirklichen, Aurelien Tchouaméni zu verpflichten. Denn ja, wie ich euch immer gesagt habe, wurde Aurelien Tchouaméni bei Man United als der perfekte Spieler angesehen, das absolute Wunschziel fürs Mittelfeld, der ideale Spieler, um Casemiro zu ersetzen und dem Mittelfeld Qualität, Erfahrung und einen Elitespieler hinzuzufügen. Aber eines ist der Traum, etwas anderes ist die Realität auf dem Transfermarkt. Und die Realität war, dass das Gehalt zu hoch war und Real Madrid zudem nie wirklich die Türen für Man United geöffnet hat. Real Madrid hat Man United nie gesagt, wenn ihr dieses Angebot für diese Summe macht, verkaufen wir den Spieler. Das ist nie passiert. Man United hat einfach beschlossen, es zu versuchen, aber es wurde sehr schnell klar, dass es finanziell unmöglich war und auch von Vereinsseite aus, also von Real Madrid, kein Interesse bestand. Und jetzt hat Real Madrid eine Einigung mit Aurelien Tchouaméni und seinem Berater erzielt, um einen neuen Vertrag über die nächsten 5 Jahre im Verein zu unterschreiben. Alles ist zwischen Tchouaméni und Real Madrid erledigt und vereinbart. Jetzt wartet man nur noch darauf, alle Dokumente auszutauschen und den neuen Vertrag zu unterschreiben. Tchouaméni wird bei Real Madrid ein sehr hohes Gehalt bekommen. Alles wurde vereinbart. Und lassen Sie mich José Mourinho erwähnen. José Mourinho hat hinter den Kulissen darauf gedrängt, Tchouaméni zu halten. Er will auch genau solche Spieler, Kämpfer mit einer Top-Mentalität, physisch starke Spieler. Er braucht genau diesen Spielertyp und wollte deshalb überhaupt nicht, dass Tchouaméni den Verein verlässt. Als Mourinho vor ein paar Wochen ein Interview gab, sagte er ganz klar, dass die Leute behaupten, er wolle Spieler loswerden. Er wolle Spieler mit Problemen loswerden und wir wissen alle, dass Tchouaméni und Federico Valverde Probleme hatten. Mourinho sagte, ich will nicht, dass Spieler gehen, diese Spieler will ich. Ich will genau diese Art von heißen Spielern. Und Aurelien Tchouaméni bleibt bei Real Madrid und unterschreibt einen neuen Vertrag beim Verein. Ja, ein Aurelien Tchouaméni verlängert bei Real Madrid bis 2031. Noch einmal um 5 Jahre. Er soll ein wichtiger Ankerpunkt von José Mourinho werden, der klar gemacht hat, ich möchte diesen Kämpfer unbedingt bei meinem Real Madrid. Und ich sag auch, ich glaube, ein José Mourinho, wenn der noch ein bisschen mehr Gier in Tchouaméni reinbringt, dann könnten wir da wirklich über einen legendären Spieler reden. Ja, und es gibt die ersten Gerüchte, wie viel ein Tchouaméni verdienen soll. Ihr habt gehört, Fabrizio Romano hat gesagt, er wird sehr, sehr viel, einen sehr, sehr guten Vertrag bekommen. Ben Jacobs sagt, es werden 13 Millionen Euro netto. Damit wäre er einer der Top-Verdiener. Aus Spanien kommt die Information, es sollen unter 10 sein. Ja, die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte. Und eins muss ich sagen, ich habe es gestern schon gesagt, wenn ein Spieler in dieser Saison, 3, einen neuen Vertrag, eine Verlängerung verdient haben, dann ist einer von diesen Spielern definitiv ein Aurelien Tchouaméni. Das einzig unschöne Kapitel war natürlich das mit Fede Valverde, aber auch da sind sich alle Medien einig, dass der Franzose sich quasi so lange zurückgehalten hat, wie es menschlich nur möglich war. Und irgendwann nach Dauerdruck von Fede Valverde ist er da zusammengebrochen und hat sich ein bisschen gewehrt. Ja, wie dem auch sei, ich war nicht in der Kabine. Das sind die übereinstimmenden Nachrichten von den spanischen Medien, von den spanischen Insidern. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, ich freue mich sehr. Gestern hatte ich euch noch gefragt oder gesagt, mir fällt persönlich kein Sechser ein, der einen Tchouaméni so sehr verbessern soll etc. Und im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Verlängerung von dem Tchouaméni. Das hat er sich auf dem Platz verdient. Ja, und wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, unter José Mourinho werden wir mit den Franzosen viel Spaß haben. Ja, apropos viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Langsam verschiebt sich der Schwerpunkt immer wieder mehr zu Real Madrid. Es wird weniger bei der WM. Ich freue mich aber persönlich schon riesig auf die neue Saison. Ja, und ich hoffe, ihr lasst auch diesem Video Liebe da. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, dieses Video kommentieren, unterstützt ungemein. Und wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt drauf. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Wieder mit einer Handvoll Themen, das weiß ich jetzt schon. Also, bis dahin. ¡A la Madrid!